Und damit nach Washington D.C. an diesem Mittwochmorgen zu unserem US-Korrespondenten Michael Wöhlenweber. Guten Morgen, Michael. Also nicht kleckern, sondern klotzen. Das scheint auch bei der Wirtschaftspolitik Trumps Motto zu sein. Worauf muss sich also tatsächlich Deutschland deshalb darauf einstellen? Also es wird tatsächlich im Weißen Haus jetzt richtig geklotzt und Donald Trump zum Beispiel möchte ja auch, dass TikTok gekauft wird, vermutlich von Elon Musk, schließt er nicht aus. Elon Musk selber hat sich dazu ja nicht geäußert. Ja, und Deutschland muss sich auf kalten Wind auf jeden Fall einstellen. Er hat jetzt schon an beiden Tagen erwähnt, dass man übervorteilt würde, dass das die Handelsbilanz schlecht sei für die USA, die Europäer also viel mehr exportieren in die USA als umgedreht und dann auch noch, dass die USA viel mehr der Ukraine helfen, 200 Billionen, also Milliarden dann in Deutsch mehr in die Ukraine gesteckt haben als die Europäer. Die Zahlen sind halt einfach mal nur so gegriffen und völlig falsch. 178 Milliarden haben die Amerikaner investiert und die Europäer insgesamt alle zusammen liegen nicht so weit dahinter. Also er operiert auch mit falschen Zahlen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wird die Diskussion geführt werden. In der vergangenen Trump-Administration hat man ja Trump mit Soda-Importen dann am Ende etwas befrieden können und die Zölle blieben dann doch aus. Also es gibt da vielleicht Ball wird diesmal härter gespielt, aber Trump hat auch ein Fenster geöffnet. Er sagt zum Beispiel, wir Europäer, wir könnten ja mehr Flüssiggas kaufen, also auch vielleicht dann auch mehr Öl und damit könnte man eine Brücke bauen. Also er hat zumindest schon mal etwas in Aussicht gestellt, worüber man verhandeln könnte. Michael, großes Thema in den USA ist ja auch, zahlreiche der verurteilten Kapitolbesetzer von 2021 sind bereits aus der Haft entlassen worden, darunter auch Schwerverbrecher. Wird es bei der Eindämmung der illegalen Migration in den USA auch so schnell gehen? Gibt es im Übrigen ja auch Kritik bei Amerikanern, bei Republikanern, auch im Senat an der Freisetzung der January 6 Rioters, zumindest jetzt zum Beispiel, was die ganz harten Fälle betrifft. Ansonsten, was die Migrationspolitik betrifft, ja, die Grenze, die wird da, glaube ich, schon relativ gut dicht machen können, denn Migranten, die jetzt noch kommen, illegal über die Grenze, die würden interniert, die werden also nicht mehr, wie es bei beiden hieß, Catch und Release, also registrieren, dann wieder freilassen ins Land, also dazu wird es nicht mehr kommen. Aber die Migrationspolitik steht ja auf 3 Säulen, einmal Grenze dicht machen, zum Zweiten Razzien, die sollen schon im Gange sein, um Illegale aufzuspüren, zu internieren und dann abzuschieben und zum Dritten ja das Staatsbürgerschaft ändern, also dass die Kinder, die von Migranten nicht mehr automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen, das ist hoch umstritten, da gibt es jede Menge Klagen schon, 24 Bundesstaaten klagen gegen die Anordnung von Donald Trump, also ich glaube, beim letzten Punkt wird er es schwer haben, das durchzusetzen. Michael, danke für den Moment nach Washington.